Heute habe ich mal richtig heiße Ware mitgebracht und zwar das hier, das Voce AVK6S2 Zweiwegesystem. Das ist so heiß, also mit heiß meine ich, das ist ganz, ganz frisch. Das gibt's quasi jetzt, wo das Video online ist, gerade auf dem Markt. Es ist lieferbar. Es ist aber wirklich eine komplette Neuentwicklung. Es hat nichts zu tun mit der alten Voce-Serie. Es ist einmal ganz, ganz komplett neu entwickelt. Und das gucken wir uns einmal gemeinsam an. Die Voce-Serie, wer mein Audison-Video mit dem Patrick Klinge nicht gesehen hat, verlinke ich nochmal da. Die ist eigentlich so die, ja, schon die gehobene, sehr gehobene Klasse, die aber direkt unter der Thesis angesiedelt ist. Das heißt, Thesis ist halt High-End-Klasse, besser geht's nicht, mehr geht nicht. Und die Voce ist quasi, wenn man trotzdem Lust hat auf qualitativ hochwertige Sachen, aber halt dann doch nicht das Quäntchen ultra extra ausgeben will und, ihr werdet es gleich sehen, auch vom Einbau ein bisschen flexibler sein will, weil auch die Sachen, die wir gleich auspacken werden, sind so ein bisschen durchdacht, nicht so groß, nicht so knobelig, aber halt einfach cool zum Installieren. Also die Voce-Serie hat verschiedene Lautsprecher. Wir gucken erstmal, was hier so drin ist und dann gucken wir, was es denn sonst noch irgendwie gibt, weil es gibt halt auch noch andere Lautsprecher, die hier nicht drin sind. Das ist hier, wie gesagt, nur das Zweiwegesystem. Von außen, wenn wir es uns angucken, der Karton, es kann gut sein, dass die jetzt final verkauft werden, ein bisschen anders aussehen, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so, wie es ist. Was sehen wir für Logos, was sehen wir für Werte? Also AVK6S2 ist quasi Bezeichnung von diesem Set. Es gibt auch noch ein anderes Set, das ist das P und dann gibt es nochmal das 6AP. Das hier ist die ganz normale Passivversion mit Weiche. Es gibt auch das andere, das Power Set, gibt es auch mit Weiche und einmal als Aktivversion ohne Weiche. Ja, von hier aus, wir sehen auf jeden Fall eine Weiche, einen Hochtöner und ein Tiefmitteltöner. Wir sehen, dass der ganze Spaß hier im EID-Programm von Audison läuft. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass es ein bisschen so läuft wie im Automobilsektor. Das heißt, dass alle Komponenten, die hier drauf sind, haben eine eindeutige Bezeichnung und Audison bzw. Elektromedia kann dann quasi rausfinden, okay, welche Komponenten wurden da drin verbaut und das halt wirklich bis zum Zulieferer zurückverfolgen. Das heißt, falls irgendwas ist, können die halt direkt gucken, okay, was ist damit betroffen. Und natürlich auch sich ein bisschen vor den bösen Klonern schützen. Also auch die gibt es tatsächlich in der KHFI-Welt. Das heißt, Hersteller, die halt einfach einen Lautsprecher nehmen, den kopieren und auch damit kann man sich halt davor schützen. Ansonsten sehen wir hier tatsächlich mal ein Zeichen auf einem Lautsprecher, den man nicht so oft sieht, und zwar Hi-Res Audio. Bedeutet, dass dieses komplette System hier Hi-Res zertifiziert ist. Hi-Res zertifiziert heißt so viel wie, ja, diese Lautsprecher, das Lautsprechersystem hier spielt dann halt bis 40K Bittiefe. Ist ein bisschen schwierig bei einem Lautsprechersystem, das heißt, das ist kann man schlecht testen, aber bedeutet auf jeden Fall, dass wir hier weit über die normalen 20K hinausgehen, also 20 Kilohertz hinausgehen und ja, tatsächlich hier eine Hi-Res-Zertifizierung erlebt haben. Das heißt, die Dinger waren halt in Japan und wurden von den Ingenieuren da getestet und geprüft. Und dann würde ich sagen, einfach mal aufmachen den Spaß. Das erste, was wir sehen, ist tatsächlich so eine kleine Anleitung. Das heißt, wir sehen hier, wo die einzelnen Sachen sind im Karton. Wir sehen, wie unsere Weichen hier aussehen. Das heißt, es gibt tatsächlich hier zwei Weichen. Eine für den Hochtöner, eine für den Tiefmitteltöner. Packen wir gleich aus. Es gibt hier ja eine Frässchablone, Sägeschablone, Bohrschablone. Auf jeden Fall kann man das hier halt, ist auch gezeichnet, mit der Schere ausschneiden und dann als Schablone benutzen. Und dann gibt es hier halt noch so ein paar Infos, wie man halt den Hochtöner montieren kann und wie nicht. Einmal vorweg, das Teil ist nicht neu. Das heißt, normalerweise sind die Sachen hier natürlich ordentlich verpackt. Aber das ist jetzt schon durch ein paar Hände gegangen und ich bin nicht der Erste, der das hier einmal auspackt, sich alles anguckt. Wenn ihr es bestellt und kriegt, dann ist natürlich alles nochmal eingepackt und so. Hier sind schon so ein paar Sachen ausgepackt, aber nichtsdestotrotz gehen wir auf die einzelnen Sachen ein.
Von der Verpackung her, also es ist hier, es sieht aus wie Pappe, es ist Pappe, es fühlt sich an wie Pappe und es ist auch, wie wir hier sehen, einmal recycelbar tatsächlich. Das heißt, diese komplette Verpackung, die ist recycelbar, es ist Papier, Pappe und also es fühlt sich super wertig an. Es wird auch wahrscheinlich sehr teuer sein, sowas zu produzieren. Also normalerweise machen sich die Hersteller nicht so viel Mühe, um ja, Lautsprecher einmal zu verschicken. Aber hier, das ist super stabil. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie das gemacht ist. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und hier haben wir es theoretisch schon. Wir haben zwei Tief-Mitteltöner. Wir haben hier einen Hochtöner und theoretisch haben wir hier drunter noch einen Hochtöner. Der hier ist quasi noch verpackt. Der hier ist schon offen. Ich will jetzt nicht unnötig viel aufmachen. Deswegen gucken wir uns die Sachen hier erstmal direkt an. Ich würde einfach mal mit dem Hochtöner anfangen. Dafür packe ich jetzt alles, was zum Hochtöner gehört, einmal raus. Und dann gucken wir uns den mal an. Dieser Hochtöner, der hat hier dieses schöne Audison-Gitter. Ich finde das optisch, finde ich das echt schön. Aber wenn einem das nicht gefällt und wenn man halt zum Beispiel eher auf das klassische Audison-Gitter gehen will, das ist gar kein Problem. Einmal nach links drehen und hochnehmen und dann kann man einfach dieses hier nehmen und genauso dann halt draufstecken und wieder arretieren und dann haben wir hier halt das Audison-Logo. Aber nicht nur das. Was ist noch alles dabei? Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu montieren. Einerseits gibt es den, der ist halt standardmäßig dabei. Das heißt, ich kann das Kabel hier, ja, erstmal mache ich wieder ein Gitter drauf, nicht, dass ich dann da drauf packe. So, das heißt, ich kann das einfach hier durchschieben und dann wird der einfach hier reingedrückt und kann dann hier montiert werden in verschiedenen Breiten. Das ist halt klassische Montage. Dann haben wir, wenn wir ein Loch haben, also wenn wir quasi ein Loch gesägt haben und das dann quasi da auch befestigen wollen, ist das hier auch kein Problem. Das heißt, man kann das hier von hinten dran machen. Das heißt, das sieht jetzt von vorne gut aus und von hinten kann man das hier auch und dann kann man das hier mit befestigen, weil der greift sich hier quasi, krallt sich hier rein und dann ist das Teil halt auch einfach fest, einfach durch Klemmung. Auch sehr, sehr cool. Einfach dabei, das heißt, kann man so machen. Holen wir nochmal raus. Andere Möglichkeit, die wir noch haben, ja, können wir auch vorne rum rausholen. So, die nächste Möglichkeit, die wir haben, das Ding zu montieren, ist halt hier ein Töpfchen. Das heißt, auch hier ist das mit dem Kabel doof, weil hier müsste ich jetzt halt Löcher bohren. Aber wir können es halt nach oben strahlend oder halt so ausgerichtet dann quasi in die A-Säule oder irgendwo dran machen, dann halt direkt ausrichten. Dann haben wir diesen, also quasi direkt ein Püttchen mit dabei. Hier passt das natürlich auch genau gut rein. Ja, und da kann man sagen, okay, will ich das Gitter und dann halt verschieden montieren. Wem es gegebenenfalls schon aufgefallen ist, ja, hier ist quasi, das hier ist festgelötet, das ist festgeklebt. Hier haben wir wieder so eine eindeutige ID-Ding. Und hier haben wir einen Stecker. Denn natürlich gibt es zu diesem Lautsprecher auch entsprechendes Kabel. Also, das ist hier der Lautsprecher. Hier haben wir quasi einen Stecker und hier können wir mit dem Gegenpart reingehen. Können wir auch einfach entriegeln und wieder rausgehen. Okay, total cool. Wenn wir uns das hier einmal im Nahen angucken, und gucken, ob ich das auf die Kamera kriege. Ja, schwierig. Hier steht auf jeden Fall VW AG. Da sehen wir es. VW AG. Das heißt, der Stecker hier ist rein zufällig der gleiche Stecker, den halt VW auch verbaut. Das heißt, normalerweise kommt halt dieses Steckerchen hier bei euch im VW an und ihr könnt quasi einfach Plug and Play hier reingehen und dann seid ihr am Hochtöner. Auf der anderen Seite des Kabels ist jetzt sind ganz normale Anschlussfähnchen. Das heißt, wir können hier entweder was dran löten oder wir können hier entsprechende Kabelschuhe dran machen. Das ist hier alles möglich. Alle Kabel sind natürlich verdrillt. Das heißt, wir haben hier möglichst wenig Störeinflüsse, die hier reinkommen. Ja, und wir haben halt davon logischerweise 2 Pärchen. Ist ganz praktisch. Normalerweise, wenn man halt einen Hochtöner hat, wo dann ein Kabel erstmal dran gelötet werden muss, dann muss man halt gucken, dass es hier nicht zu warm wird, weil das halt direkt hier dann an die Spulen geht und so. Und hier das Kabel kann man einfach machen. Man muss sich nicht, keine Ahnung, wie oft ich jetzt hier auch schon oft irgendwie einfach so ein
aus dem Modellbau so einen Stromstecker dran gemacht habe oder sonst irgendwas. Hier haben wir Stecker bei, können das hier entsprechend adaptieren. Finde ich eine coole Idee tatsächlich, hier einfach das mitzuliefern. Das ist ganz geil. Ja, das ist es eigentlich schon gewesen zu diesem Hochtöner. Es gibt 2 Stück. Es gibt auch Weichen dazu. Weichen gucken wir uns nachher an. Der andere Hochtöner ist hier einfach unten drunter mit dem ganzen Zubehör. Der wurde jetzt noch nicht entnommen, den lasse ich einfach so schön verpackt hier. Sonst kriege ich den nie wieder so schön verpackt. Also haben wir hier zweimal Hochtöner und dann haben wir noch einen Tiefmitteltöner. Auch zweimal. Hole ich einmal raus, Karton weg und dann gucken wir weiter. Das hier ist jetzt der, wir gucken mal kurz, was draufsteht. AV 6.5 S2. Das ist der neue Voce Tiefmitteltöner. Es gibt 2 Tiefmitteltöner. Es gibt den hier und es gibt noch eine größere P-Version. Die P-Version hat dann halt nochmal einen größeren Magneten und allem drum und dran. Aber dieser Tiefmitteltöner besteht aus einer Papiermembran. Das heißt, das hier ist eine zum Teil gepresste Papierfaser mit Baumwollfasern integriert und natürlich imprägniert. Sicke ist ja mittel, also ist jetzt, habe schon mal weichere gehabt. Warum der ganze Spaß hier? Natürlich, um die Reso ein bisschen aus dem Nutzbereich rauszuholen. Und ja, wenn wir uns die Rückseite angucken, ist mir direkt eine Sache aufgefallen. Hier ist Stoff, quasi die Polcam-Bohrung ist abgedeckt. Hier ist so ein bisschen, ja, so eine Art Schaum. Das ist natürlich, damit hier einfach nichts reinkommt. Das heißt, ich habe schon Lautsprecher gehabt, wo einfach mal eine Schraube drin war, weil die durch die Polcam-Bohrung einfach da reingezogen wurde. Kann hier so nicht passieren. Und eben dann natürlich irgendwie, wenn wir irgendwo ein Tropfen runterkommt und dann halt da Spritzwasser reinkommen sollte, ist hier auch natürlich auch nochmal abgedeckt. Das heißt, das ist sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten, wenn wir uns das anschauen, sehr, sehr schmal. Das heißt, wir haben eine Einbautiefe von 61 mm. Das heißt, das ist recht schmal unterwegs. Und eine Sache, die euch gegebenenfalls auffällt, ist hier dieses Terminal. Das Terminal sieht ein bisschen anders aus als sonst, finde ich zumindest. Das liegt an ja, unterschiedlichen Sachen. Einerseits haben wir hier ganz normal Plus, Minus und wir können hier direkt einfach dran gehen, ganz klassisch, wie wir es kennen. Andererseits gibt es hier so ein Terminal, der, keine Ahnung, gegebenenfalls auch mal mit originalen Autosteckern passen würde. Müssten wir einfach mal ausprobieren. Aber wenn ihr euch das anschaut hier, wenn wir uns das so anschauen, wie das hier gestaltet ist von der Form, ist es so, dass wenn wir den Lautsprecher einbauen und dann hier irgendwie an unseren Alu-Ring kommen oder sonst was, gibt es technisch eigentlich keine Möglichkeit, dass wir hier einen kurzen, also quasi die beiden Pole zueinander bringen, weil das Teil hier quasi im Weg ist. Das heißt, wir können hier schlecht irgendwie Metall drauf tun. Und dadurch ist das hier erstmal also nicht Verpolung, sondern kurzschlusssicher. Ja, das heißt, wenn wir hier die angeschlossen haben, die beiden Klemmen und das dann halt einbauen, während Musik spielt und dann schieben wir es quasi rein, dann kann hier weniger passieren. Nicht nur das, wir sehen halt Plus und Minus steht hier noch drauf und hier ist halt auch nochmal so eine Abdeckung. Das heißt, hier, wo die Litzen zur Spule gehen, man kann es sehr, sehr schlecht erkennen, hier ist nochmal so eine Gummiabdeckung drauf. Auch hier kann nichts passieren. Ich vergleiche das jetzt mal mit einem normalen Chassis. Ich habe jetzt zufällig noch meinen kaputten SB Acoustics, der mir mal durchgebrannt ist. Habe ich mal ein Video drüber gemacht. Das heißt, das Ding ist hier durch. Die Spule war ziemlich dunkel. Aber hier, so sieht das Terminal hier aus. Das heißt, wenn ich den hier einfach in mein Auto reinschiebe und an die Karosserie komme, an Alublech komme oder sonst irgendwas, habe ich hier direkt Kontakt. Ich habe hier die Möglichkeit, direkt Kontakt zu haben, weil von der Seite her sieht man es so. Das heißt, wir haben wir direkte Kontaktfläche. Hier, wenn hier irgendwie Metall dran kommt oder sonst irgendwas, machen wir uns ganz schnell mal irgendwie die Endstufe kaputt. Das wollen wir nicht, beziehungsweise will Audison das nicht. Und deswegen haben die hier quasi alles gemacht, damit man da halt bloß nicht irgendwie an beide Sachen rankommt gleichzeitig. Das ist eigentlich cool mitgedacht. Wenn wir schon bei Steckern sind, natürlich gibt es ja auch einen Stecker mit bei. Das heißt, wir haben hier den passenden Stecker und den können wir auch nicht falsch rum reinstecken, weil das Teil hat hier natürlich so Nasen, sodass man halt nur das Teil nur richtig rum reinstecken kann. Und hier haben wir schon wieder unsere Terminals. Das heißt, auch hier
ich habe es bei dem SB Acoustics abgeschnitten, aber ich hatte da natürlich Kabel dran gelötet an diese Lautsprecher und hatte mir hier halt so einen Modellbauadapter dran gemacht. Braucht man hier nicht, weil hier ist einfach alles dabei. Und die Dinger sind halt auch sehr zugfest. Das heißt, hier kann man nicht einfach irgendwie beim Einbauen aus Versehen mal irgendwas rausziehen oder beim Rausziehen irgendwo gegenkommen. Weil die Sachen haben hier natürlich so Entriegelungshupsis. Und ja, das heißt, hier ist für manche Autos wird wahrscheinlich der Adapter hier direkt passen. Wenn es nicht passt, haben wir hier wieder ganz normal unsere Lötfähnchen, wo wir das dran löten können, wo wir ein Kabel mit dem Kabelschuh dran machen können, wie auch immer. So, wenn wir uns nochmal den Korb angucken, Korb ist natürlich schön belüftet. Das heißt, wir haben hier schön viel Platz, wo der Lautsprecher atmen kann, wo die Spule atmen kann. Auf der Seite ist mir aufgefallen, es gibt hier, also auf der anderen Seite vom Terminal, hier ist ein Terminal und hier ist ein Terminal. Hier ist jetzt quasi noch, ja, ein Gewinde. Das heißt, hier kann theoretisch was sein. Vielleicht plant Audison hier ein, ich weiß noch nicht, wie weit das Sinn macht, aber ein Doppelspulen-Tieftöner oder ein Subwoofer in der Größe. Keine Ahnung. Alles möglich, aber auf jeden Fall ein schöner Korb. Man hört es vielleicht ein bisschen. Das hier ist Aluguss. Das heißt, ein wirklich schöner Korb. Schöne Magnetabdeckung hier. Das ist ein ganz normaler Ferritmagnet. Das heißt kein Neodym oder so. Ganz normaler Ferritmagnet. Der Lautsprecher hat eine 36 mm Spule. Das ist nicht so riesig. Die von der Power-Version ist ein bisschen größer. Es ist eine Kupfer, also CCAW-Spule, kupferlegierte Aluminiumspule. Und so, dass das hier wirklich optimiert ist auf geringe Induktivität, damit wir halt einfach einen breiten Frequenzgang haben, den wir hier mitspielen können und jetzt nicht so anfällig für unterschiedliche Endstufen oder so. Bei Magneten auch nochmal die Aussage, sehr überdimensionierte Magnet, das heißt, es ist auf jeden Fall immer genug Magnetkraft da, ist auch mit einer Simulationstechnik so designt worden, dass es halt wirklich die Magnetkraft da ist, wo sie hin soll. Also alles in allem ein schöner Lautsprecher. Würde ich mir glatt in Smart bauen. Vielleicht die P-Version. Mal gucken. Quasi, hier ist alles drin. Wir holen mal hier mal raus. Und wir sehen, wir haben hier jetzt Weichen. Das heißt, ich hole hier mal die Weiche raus. Das ist nämlich die Weiche für den Mitteltöner. Und, was mir gerade aufgefallen ist, hier ist tatsächlich auch direkt ein bisschen Dichtung bei. Das heißt, die Dichtung, die können wir entweder auf den Lautsprecher drauf machen oder auf unseren Ring drauf machen, wo wir den Lautsprecher befestigen. Und dann haben wir hier halt direkt Dichtung. Ist ein bisschen komprimierbar. Die ist auf jeden Fall dabei. Holen wir hier eine Weiche raus und ich hole hier die andere Weiche raus. Und dann gucken wir uns noch mal kurz die Weichen an. Wir haben zwei Weichen, das heißt, die Weiche ist jetzt tatsächlich getrennt. Wir haben eine Weiche für den Hochtöner und wir haben eine Weiche für den Tiefmitteltöner. Vorteil an der Stelle ist, wir haben Möglichkeiten, die Sachen unterschiedlich zu betreiben. Das heißt, wir können hier tatsächlich auch einfach aktiv reingehen. Wir könnten jeden Lautsprecher einen eigenen Kanal geben und dann halt hier trennen und hier trennen. Das geht bei so einer gemeinsamen Weiche mit einem Anschluss nur weniger. Und wir können natürlich die entsprechend Weichen jetzt halt näher an die Lautsprecher bringen. Das heißt, wir können den Hochtöner halt einfach positionieren und wie wir hier sehen, vom Stecker her haben wir wieder das gleiche wie gerade. Heißt, wir haben hier den VW-Stecker, der geht halt dann direkt in den Lautsprecher und wir haben hier unsere Stecker zum Anschließen. Das heißt, hier können wir unser Kabel quasi nehmen, da reinstecken, wie wir hier sehen. Vom Aufbau her haben wir hier sowohl Kabelschuhe als auch Kabelstifte. Das heißt, wir haben hier beides da. Die Sachen sind parallel geschlossen. Das heißt, je nachdem, in welchem Kabel wir kommen, können wir dann entsprechend abgreifen, nicht abgreifen. Das ist alles in so ein Gummi eingepackt. Das heißt, auch wenn das halt einfach im Auto rumhängt, haben wir hier keine Probleme, dass wir irgendwo Kontakt kriegen. Und das hier geht dann entsprechend zum Hochtöner. Das, was wir hier am Hochtöner einstellen können, wir haben hier so einen kleinen Schalter und das ist nämlich der
Level vom Hochtöner, den können wir zwischen 0 und minus 1,5 dB ändern. Das heißt, wir können hier den Hochtöner noch ein bisschen regeln, ein bisschen leiser machen. Ja, wie gesagt, Input, Tweeter, das ist quasi die Weiche für den Hochtöner. Und dann haben wir das gleiche nochmal für den Tiefmitteltöner. Auch hier mit diesem Stecker, der direkt dann halt in den Lautsprecher kann. Und auf der Seite hier auch, wie gesagt, die waren schon mal benutzt. Dementsprechend hier nicht wundern, warum das hier so aussieht. Hier die Anschlussmöglichkeiten. Hier kommt das Signal rein, da geht das Signal raus. Und hier haben wir auch einen Schalter. Wir haben MID Kontur. Die können wir ein- und ausschalten. Ganz normal, genauso wie beim Hochtöner. Hiermit kann man dann nochmal die Trennfrequenz vom Mitteltöner anpassen. Ich habe euch den Hochtöner gezeigt, ich habe euch den Tiefmitteltöner gezeigt. Ich habe euch die Weichen gezeigt. Diese Lautsprecher wurden entwickelt mit sehr viel Hören. Normalerweise, viele Hersteller machen das so, dass sie halt einfach einen Lautsprecher einfach nur am Papier designen, am Computer zusammen machen und fertig. Hier wurde sowohl der Tieftöner als auch der Hochtöner als auch die Weichen. Da wurde jedes Mal, wurde da halt einmal wirklich alles auseinandergenommen, geguckt, okay, was gibt's hier Neues? Wenn man irgendwas geändert hat, dann hat man erstmal wieder gehört und nicht einfach nur, okay, ich habe jetzt die Frequenzweiche geändert, sondern es gab wieder Hörsessions und erst wenn alle zufrieden waren, hat man gesagt, okay, wir bringen das Set so raus. Und das geht jetzt auch ins Thema Linearität. Also da ist jetzt nicht wirklich Sounding drauf auf diesen Lautsprechern. Was heißt Sounding? Also das ist jetzt nicht irgendwie in eine Richtung geschubst, dass es jetzt halt da brillanter spielt, da irgendwie fetter spielt oder sonst irgendwie was, wie es bei vielen anderen Produkten so ist, sondern die Lautsprecher hier sind nach der Devise von dieser Voce 2 Reihe und die Devise lautet Give Sound its true voice. Also gucken wir mal, ob diese Lautsprecher tatsächlich die echte Stimme wiedergeben. Aber die Lautsprecher hier sind natürlich nicht alles, was die Voce-Reihe zu bieten hat. Das heißt, es gibt neben den beiden Lautsprechern, die wir hier gesehen haben, Hochtöner, das ist der AV 1.02 und hier, das hier ist der AV 6.52. Neben den beiden gibt es auch noch das größere Modell, das heißt ein 28 mm Kalotte, das ist die AV 1.12. Und es gibt auch noch diesen Tiefmitteltöner mit ein bisschen mehr Bums, der heißt dann AV 6.5P2. Neben diesen Lautsprechern gibt es, also wenn man jetzt halt auch dieses Zwei-Weges-System hat, kann man auch noch ein 3 Zoll Mitteltöner nehmen. Das ist der AV 3.02. Und wenn man will, gibt es auch noch ein Coax, also ein 6,5 Zoll Coax. AVX 6.52 gibt es auch. Die Sachen gibt es teilweise im Set, teilweise nicht im Set. Das heißt, die zum Beispiel hier, die gibt es gerade nur im Set und nicht separat. Andere gibt es separat und im Set. 3 Wege, wie auch immer, gibt es alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann. Im Endeffekt eine sehr hochwertige Reihe, neue Serie von Audison, wo sie wirklich ihrem Credo, so von wegen so schön und natürlich wie möglich. Das heißt, hier wurde extrem auf Klangwiedergabe geachtet, dass es sich schön anhört. Und damit könnte die Serie tatsächlich in der Zukunft auf Wettbewerben und Co. eine sehr interessante Rolle spielen. Also in dem Bereich gibt es natürlich schon einige Systeme, die dann halt da auch in dem gleichen Bereich mitspielen. Aber ich denke mal preislich und so vom Sein her und tatsächlich auch von so intelligenten Sachen wie dem Schutz hier, dass hier nichts passieren kann, der Abdeckung hier und auch tatsächlich den Steckern. Also mich hat es tatsächlich abgeholt. Es ist mitgedacht, es sind neue Sachen bei, wo man immer sagt, okay, was kann man an einem Lautsprecher denn neu machen? Eigentlich nicht viel, aber hier sind viele Sachen zusammengekommen, die ich cool finde. Dementsprechend schönes System. Wenn ich noch die anderen Lautsprecher in die Hand kriege, werde ich da auch noch mal ein bisschen was für nachdrehen. Wenn ihr wissen wollt, was Audison sonst noch so zu bieten hat, ich habe schon mal ein Video mit dem Patrick Klinge gemacht. Da habe ich über alle Serien gesprochen, die es da gibt. Das verlinke ich einfach mal. Lasst gerne ein Abo da. In dem Sinne, bis nächste Woche. Euer Thomas.